Im Jahr 2011 beginnt für die damals 16-jährige Sabrina Zunic ein neues Kapitel. Zumindest auf dem Papier. Nach einer Kindheit voller Instabilität, wechselnder Pflegefamilien und psychischer Auffälligkeiten wird sie in die Obhut der Familie Knöfel im Bundesstaat Ohio gegeben. Lisa Knöfel, Sozialarbeiterin von Beruf, nimmt Sabrina in ihr Haus auf. Eine Frau mit scheinbar unerschütterlicher Geduld, die bereits beruflich mit schwierigen Jugendlichen gearbeitet hat. Jetzt will sie auch privat helfen. Sabrina zieht in ein gepflegtes Vorstadthaus ein. Ein typisches amerikanisches Zuhause. Der Rasen gemäht, 2 Autos in der Einfahrt, Familienbilder an der Wand. Lisa lebt dort mit ihrem Ehemann Kevin und ihren 2 leiblichen Töchtern. Von außen scheint alles geordnet und stabil. Doch Sabrina spürt schnell, dass sie zwar aufgenommen wurde, aber nie ganz dazugehören wird. Die Mädchen betrachten sie mit Skepsis, Kevin ist freundlich, aber distanziert. Nur Lisa bemüht sich um Nähe, um Struktur und um ein Gefühl von Familie. Sabrina kämpft mit inneren Dämonen. Sie hat eine lange Vorgeschichte psychischer Probleme. Medikamente begleiten ihren Alltag. In der Schule gilt sie als labil. Ihre Stimmung schwankt. Manchmal aggressiv, manchmal verschlossen. Doch in der neuen Familie bemüht sie sich. Anfangs jedenfalls. Sie geht zur Schule, beteiligt sich im Haushalt und versucht, Anschluss zu finden. Doch je mehr sie sich bemüht, desto stärker fühlt sie sich ausgeschlossen. Die perfekte Fassade der Familie wird für sie zur täglichen Erinnerung daran, dass sie nicht dazugehört. Mit Kevin Knöfel entwickelt sich im Laufe der Monate eine besondere Dynamik. Zunächst ist er für sie eine Vaterfigur, aufmerksam, verständnisvoll, charmant. Er beginnt ihr mehr Aufmerksamkeit zu schenken, als notwendig wäre. Kleine Geschenke, längere Gespräche, Blicke, die länger verweilen, Worte, die über ein normales Vater-Tochter-Verhältnis hinausgehen. Sabrina, verunsichert und auf der Suche nach Bestätigung, beginnt, sich ihm emotional zu nähern. Was als scheinbare Fürsorge beginnt, wird schleichend zu einer gefährlichen Verbindung. Lisa bemerkt zunächst nichts oder will es nicht bemerken. Ihr Vertrauen in ihren Mann ist groß. Ihre Zeit wird von Beruf, Haushalt und den eigenen Kindern in Anspruch genommen. Dass in ihrem eigenen Haus eine Katastrophe heranwächst, bleibt ihr verborgen. Noch. Mit jedem Monat verändert sich die Beziehung zwischen Kevin Knöfel und Sabrina. Aus anfänglicher Vertrautheit wird ein Spiel aus Nähe und Kontrolle. Kevin, selbst Polizist, weiß genau, wie man Vertrauen aufbaut und wie man es ausnutzt. Hinter verschlossenen Türen beginnt er, Sabrinas Unsicherheiten für seine eigenen Zwecke zu instrumentalisieren. Die Gespräche zwischen ihnen werden persönlicher, emotionaler, intimer und irgendwann auch sexuell. Sabrina, innerlich zerrissen, glaubt in Kevin einen Verbündeten gefunden zu haben. Einen, der sie versteht, der sie nicht verurteilt, der ihr Nähe gibt. Sie glaubt, geliebt zu werden. In Wahrheit aber beginnt sie, sich vollständig von Lisa zu entfernen, ihrer Pflegemutter, der Frau, die ihr eigentlich helfen wollte. In Sabrinas Augen wird Lisa zur Rivalin, zum Hindernis. Kevin fördert diesen Gedanken. Er redet schlecht über seine Frau, beschreibt sie als kalt, unzufrieden und lieblos, und er spricht von einer gemeinsamen Zukunft mit Sabrina. Was sich innerhalb der Wände des Hauses abspielt, bleibt nach außen unsichtbar. Doch die Dynamik verändert sich. Lisa bemerkt, dass sich Sabrina zunehmend verschließt, dass ihr Verhalten aggressiver und distanzierter wird. Es kommt zu Spannungen und Streit. Lisa denkt an eine Rückführung des Mädchens und will das Jugendamt einschalten. Sie fühlt sich überfordert, vielleicht sogar bedroht. Aber sie zögert, aus Pflichtgefühl, vielleicht auch aus Mitgefühl. Kevin wiederum scheint gelassen. Nach außen hin ist er der besonnene Familienvater. Doch in den Gesprächen mit Sabrina wird er direkter. Er beginnt über ein Leben ohne Lisa zu sprechen, über Geld, über Freiheit, über die $750.000 schwere Lebensversicherung, die Lisa abgeschlossen hat. Für Sabrina, jung, manipuliert und psychisch instabil, klingt das wie ein Versprechen. Ein Weg zu einem neuen Leben, das sie sich erträumt, mit Kevin an ihrer Seite. In ihrem Inneren wächst ein Entschluss. Aus einer vagen Vorstellung wird Planung und aus Planung wird bald Tat.
Der 16. November 2012 beginnt wie ein gewöhnlicher Freitagmorgen in der Vorstadt von Willoughby Hills, Ohio. Es ist kalt. Das Haus der Familie Knöfel liegt still in der Dämmerung. Lisa ist früh aufgestanden, ihre Töchter schlafen noch. Kevin ist außer Haus, offiziell im Dienst. Sabrina jedoch ist wach. Wach und entschlossen. Gegen 6 Uhr morgens geht sie ins Badezimmer, bewaffnet mit einem Messer, das sie sich aus der Küche geholt hat. Sie trägt Handschuhe. Ihr Blick ist leer. Sie betritt das Schlafzimmer von Lisa Knöfel, in dem diese noch im Bett liegt. In wenigen Sekunden beginnt eine brutale, erschütternde Tat. Sabrina stürzt sich auf die Frau, die sie einst aufnehmen wollte, und sticht auf sie ein. Immer wieder. Mit erbarmungsloser Wucht. Lisa wehrt sich, ruft um Hilfe, doch sie ist überrascht und körperlich unterlegen. Im Haus wird es laut. Eine der Töchter wacht auf und sieht, was geschieht. Sie rennt zu einem Telefon und ruft die Polizei. Sabrina flieht nicht. Sie bleibt stehen, atmet schwer und schaut auf das, was sie getan hat. Als die Polizei wenig später eintrifft, finden die Beamten Lisa Knöfel leblos im Bett, mit mehr als 150 Stichverletzungen. Die Szene ist grausam, das Schlafzimmer ein Bild des Schreckens. Blut an den Wänden, auf dem Boden und auf Sabrinas Kleidung. Sie wird noch am Tatort festgenommen. Ruhig, ohne Widerstand. Fast so, als habe sie genau das erwartet, als sei es der logische Endpunkt einer Geschichte, die nie gut hätte enden können. In ihrer ersten Aussage nennt sie ein einziges Motiv: Kevin wollte es so. Die Ermittler stehen vor einem verstörenden Fall. Eine Pflegetochter bringt ihre Betreuerin um, mit extremer Gewalt. Aber schnell wird klar, Sabrina hat nicht allein gehandelt. Ihre psychische Verfassung, die Beziehung zu Kevin und ihre Beweggründe, alles weist auf eine tiefere, düstere Dynamik hin und auf einen Mann, der deutlich mehr wusste, als er zunächst zugab. Nach der Tat beginnt eine Welle von Ermittlungen, die das Bild einer scheinbar normalen Familie in sich zusammenbrechen lässt. Sabrina Zunich wird verhört. Zunächst ruhig, beinahe mechanisch. Doch mit jeder Stunde, die vergeht, kommen mehr Details ans Licht und mit ihnen ein düsteres Netz aus Manipulation, Lügen und emotionalem Missbrauch. Sabrina erklärt, dass sie nicht aus Hass gehandelt habe, sondern aus Liebe. Aus Liebe zu Kevin Knöfel. Sie beschreibt, wie er ihr das Gefühl gegeben habe, etwas Besonderes zu sein, wie er sie systematisch von Lisa entfernt habe, wie er ihr eingeredet habe, dass Lisa das Einzige sei, was zwischen ihnen stehe. Und schließlich schildert sie, wie er den Gedanken an ein gemeinsames Leben immer wieder mit beiläufigen Bemerkungen andeutete, wenn Lisa nicht mehr da wäre, bis dieser Gedanke in ihr reifte, Gestalt annahm und schließlich zur Tat wurde. Die Polizei horcht auf, denn Kevin hatte eine Lebensversicherung auf seine Ehefrau abgeschlossen und die Frage steht im Raum. War der Mord nicht nur ein Ausbruch der Emotionen einer psychisch instabilen Jugendlichen, sondern Teil eines kalkulierten Plans? Kevin Knöfel wird zur Vernehmung geladen. Er zeigt sich geschockt, betroffen und spielt die Rolle des trauernden Ehemanns. Doch die Ermittler haben Zweifel. Es gibt zu viele Ungereimtheiten. Sabrina berichtet von eindeutigen Anspielungen, von Gesprächen über das gemeinsame Leben danach. Sie spricht von intimen Momenten und von Versprechen, die Kevin ihr gemacht habe. Von Nachrichten, die nicht mehr existieren, weil sie gelöscht wurden. Die Ermittler beantragen Durchsuchungsbefehle. Sie untersuchen Kevins Computer, sein Handy und seine Dienstunterlagen und sie finden Spuren. Zwar sind viele Nachrichten gelöscht, doch Fragmente bleiben erhalten. In mehreren Chatverläufen entdecken sie Hinweise auf eine unangemessene Beziehung. Die Sprache ist zweideutig, aber deutlich genug, um einen Verdacht zu nähren. Kevin bestreitet alles. Er sagt, Sabrina habe sich in ihn verliebt, doch er habe ihre Gefühle nie erwidert. Sie habe alles missverstanden. Doch der Verdacht bleibt. Und er wird stärker, als Sabrina ein umfassendes Geständnis ablegt, in dem sie detailliert schildert, wie Kevin sie manipuliert und zu der Tat gedrängt habe. Sie beschreibt Details, die nur jemand wissen konnte, der in engem Kontakt mit Kevin stand. Sie beschreibt nicht nur Gespräche, sondern auch intime Situationen. Sie sagt, Kevin habe ihr mehrfach versichert, dass alles besser werde, wenn Lisa weg ist. Dass er sich um alles kümmern werde.
dass sie keine Angst haben müsse. Währenddessen gerät das öffentliche Bild Kevins zunehmend ins Wanken. In seiner Polizeidienststelle ist die Stimmung angespannt. Die Medien berichten ausführlich. Ein Polizist, dem vorgeworfen wird, eine Jugendliche manipuliert und in einen Mord verwickelt zu haben. Die Empörung wächst. Doch Beweise sind rar. Kevin bleibt offiziell ein freier Mann. Zunächst. Sabrina hingegen bleibt in Untersuchungshaft. Sie wirkt gebrochen, aber auch entschlossen. Sie will reden, alles erzählen. Und sie beginnt zu kooperieren. Nicht aus Reue, sondern weil sie sich betrogen fühlt, weil sie glaubt, Kevin habe sie manipuliert, benutzt und anschließend fallen gelassen. Sabrinas vollständiges Geständnis verändert den Verlauf der Ermittlungen entscheidend. Was zunächst wie ein spontaner Mord einer psychisch instabilen Jugendlichen wirkte, entpuppt sich zunehmend als das Endstadium eines monatelangen perfiden Spiels, inszeniert von einem Mann, der gleichzeitig Ehemann, Vater, Polizist und Verführer war. Die Staatsanwaltschaft beginnt, die Aussagen der Beteiligten systematisch mit digitalen Spuren und Zeugenaussagen abzugleichen. Die Ermittler sprechen mit Lehrerinnen, Mitschülern und Nachbarn. Einige erinnern sich an auffällige Spannungen im Hause Knöfel, andere an Sabrinas unbeständiges Verhalten. Eine Lehrerin berichtet von einem Gespräch wenige Wochen vor dem Mord, in dem Sabrina vage angedeutet habe, dass bald alles besser werde. Erst jetzt ergibt diese Aussage im Rückblick einen düsteren Sinn. Sabrinas Anwalt erkennt früh, dass seine Mandantin nur eine Chance auf Strafminderung hat, wenn sie umfassend kooperiert. Sabrina erklärt sich bereit, gegen Kevin auszusagen, unter Eid. Doch noch gibt es keine formelle Anklage gegen ihn. Die Justiz bewegt sich vorsichtig. Der Vorwurf lautet Anstiftung zum Mord. Doch Kevin bestreitet weiterhin alles. Er sei lediglich freundlich gewesen. Sabrina habe sich in ihn verliebt, doch er habe ihre Gefühle nie erwidert. Seine Chatnachrichten, so behauptet er, seien missverstanden worden. Was für ihn harmlose Witze gewesen seien, werde nun als Beweis interpretiert. Doch allmählich beginnt sich ein Bild zu verdichten. In Chatnachrichten, die später von den Ermittlern ausgewertet wurden, fanden sich Formulierungen wie »Ich wünschte, wir könnten nur wir beide sein«, sowie Andeutungen darüber, wie sich das Leben ohne Lisa verändern würde. Diese Formulierungen wirken zunächst subtil, erhalten jedoch im Zusammenhang mit der Tat eine erschreckende Bedeutung. Die Ermittler konfrontieren Kevin mit den Inhalten. Seine Antworten werden zunehmend ausweichend. Dennoch bleibt er zunächst auf freiem Fuß. Es fehlt ein direkter Beweis dafür, dass er den Mord konkret geplant oder in Auftrag gegeben hat. Sabrina wird derweil offiziell wegen Mordes ersten Grades angeklagt. Ihr droht lebenslange Haft. Doch aufgrund ihrer Kooperation und des belastenden Hintergrunds der Manipulation beantragt ihr Anwalt ein reduziertes Strafmaß. Die Öffentlichkeit diskutiert, ist Sabrina Täterin oder selbst Opfer? Ein Mädchen mit psychischen Problemen, manipuliert von einem erwachsenen Mann, der sie erst emotional und später auch körperlich ausnutzte? Ein psychologisches Gutachten im Auftrag des Gerichts stellte bei Sabrina eine emotionale Abhängigkeit sowie ein vermindertes Urteilsvermögen fest. Sie habe nicht aus vollständig eigenem Entschluss gehandelt, sondern unter dem Einfluss einer Beziehung gestanden, die von Anfang an ungesund gewesen sei. Doch wie viel Schuldminderung darf eine solche Vorgeschichte rechtfertigen? Und ist Kevin wirklich der eiskalte Drahtzieher oder lediglich ein moralisch fragwürdiger Mann, dessen Verhalten katastrophale Folgen hatte? Die Antwort sollte letztlich das Gericht klären. Doch für Sabrina war eines klar. Wenn sie noch Hoffnung auf eine Zukunft haben wollte, musste sie die ganze Wahrheit erzählen und ihren einstigen Verbündeten zu Fall bringen. Im Sommer 2014 beginnt der Prozess gegen Sabrina Zunich. Das Mädchen tritt mit gesenktem Blick vor Gericht. Ihr langes dunkles Haar fällt locker über ihre Schultern. Die Kameras sind auf sie gerichtet, doch sie wirkt nicht wie eine berechnende Mörderin. Eher wie ein verlorenes Mädchen, das viel zu früh in ein Leben voller Schmerz und Verwirrung geraten ist. Sie bekennt sich schuldig, ohne Umschweife. Ja, sie habe Lisa getötet. Ja, sie habe das Messer genommen, sei ins Schlafzimmer gegangen und habe immer wieder zugestochen. Aber sie sagt auch, ich habe es nicht allein getan. Sabrina Zunich wird zu lebenslanger Haft verurteilt.
Das Schuldbekenntnis erspart ihr ein vollständiges Verfahren, dennoch entscheidet das Gericht, dass die Brutalität der Tat und ihre Rolle darin keine mildere Strafe zulassen. Eine vorzeitige Entlassung ist frühestens nach 30 Jahren möglich. Zu diesem Zeitpunkt wäre sie 47 Jahre alt. Immer wieder betont sie die Rolle, die Kevin Knöfel in ihrem Leben gespielt habe. Ihre Aussage wird zentral für alles, was darauf folgt. Denn während Sabrina verurteilt wird, wird Kevin schließlich angeklagt. Der Vorwurf, Verführung einer Minderjährigen, unangemessene sexuelle Beziehung zu einer Pflegetochter und Anstiftung zum Mord. Die Beweislage ist nicht eindeutig. Es gibt keine Tonaufnahme und keine Nachricht mit einer klaren Aufforderung zur Tat. Doch Sabrinas Aussage ist detailliert und in sich stimmig. Zudem überschneidet sie sich mit zahlreichen Indizien. Im Prozess gegen Kevin zeichnet sich zunehmend ein Muster ab. Er hatte nicht nur mit Sabrina geschrieben, sondern auch mit anderen jungen Frauen. Immer dieselbe Vorgehensweise. Interesse zeigen, Nähe aufbauen und Schwächen ausnutzen. Für die Geschworenen wird sichtbar, dass es sich nicht bloß um einen Fehltritt handelte, sondern um systematischen Missbrauch. Im anschließenden Verfahren wird Kevin Knöfel nicht nur wegen der sexuellen Beziehung zu Sabrina Zunich verurteilt, sondern auch wegen Anstiftung zum Mord. Die Geschworenen kommen zu dem Schluss, dass er das psychisch labile Mädchen gezielt manipuliert hatte, mit Versprechen, Andeutungen und einer schleichenden Vorbereitung auf die Tat. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass Kevin Sabrina für seine eigenen Zwecke instrumentalisiert und die Tat bewusst eingefädelt hatte. Für die Justiz steht fest, er war kein bloßes Opfer der Umstände, sondern ein Drahtzieher. Kevin Knöfel erhält eine lebenslange Freiheitsstrafe mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung nach 30 Jahren. Verurteilt wird er wegen Anstiftung zum Mord sowie wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen. Für viele bleibt das Urteil dennoch unbefriedigend. Eine Frau ist tot, eine Jugendliche psychisch zerstört und ein Polizist hat seine Position auf grausamste Weise missbraucht. Sabrina Zunich bleibt im Gefängnis. In späteren Interviews sagt sie, sie bereue die Tat zutiefst. Doch sie sei überzeugt, dass sie ohne Kevin niemals dazu fähig gewesen wäre. Was bleibt, ist die tragische Geschichte eines Mädchens, das in einem System voller Schwächen auf den falschen Menschen traf, und die Geschichte einer Familie, die dafür den höchsten Preis zahlte. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.